ist Fly Universe ein bisschen witzlos wegen den Dailies, was das High-Level angeht. Weil erstmal ist es natürlich ätzend, wenn das Update oder der Content neu ist. Aber sobald man das mal mit den Dailies volle Fahrt aufgenommen hat, ist das halt eigentlich nur noch warten. Man wartet einfach nur noch drauf, dass man Maximallevel wird. Man muss gar nicht mehr dafür grinden, wie früher. Also schon, aber nicht ansatzweise so krass wie früher. Das ist ja der Daily Grind letztendlich. Aber Dailies auf Grind zu bezeichnen, ist eigentlich Schwachsinn, wenn man es nicht mit so ultra vielen Chars macht, wie ich zum Beispiel. Ansonsten finde ich das eigentlich Schwachsinn, weil wenn ich das jetzt jeden Tag nur mit 2 Chars machen würde, oder einmal mit 2 und einmal mit 8 oder so, dann ist das ein Zeitaufwand, wie ich es gerade schon gesagt habe, von unter einer Stunde. Und unter eine Stunde pro Tag ist kein Grind. Ja, für manche Leute schon, für Casuals vielleicht, ja. Aber wenn man mal bedenkt, Flife ist ein Hard-Grind-Game. Das heißt, eine Stunde am Tag ist eigentlich nicht so viel, wenn man den Kontext des Spiels versteht, dass es halt ein Game ist, wo der Fortschritt eigentlich langsam sein sollte. Wo jeglicher Fortschritt sich dadurch auszeichnet, dass es einfach sehr lange dauert, dass die Ziele unfassbar schwierig zu erreichen sind, vor allem wenn man nicht casht und so. Aber wenn man das alles bedenkt, ist das eigentlich lächerlich wenig. Und auch verglichen mit Flife PC. In Flife PC, da gab es sowas gar nicht wie Dailies. Da musstest du jeden verdammten Prozentpunkt tatsächlich leveln. Gut, in Flife PC gab es andere Sachen wie Ultra-Amplis und Tanks und Level-Service bzw. Power-Leveln. Wobei, gut, das gibt es hier auch. Power-Boosting und so. Also das hat sich eigentlich auch nur verlagert, wie es funktioniert. Vom Prinzip her gibt es das hier auch noch. Also es ist schon eigentlich lächerlich einfach geworden im Vergleich zu Back in the Day. Und deswegen, keine Ahnung. Also ich meine, ja, nicht jeder hat eine Stunde pro Tag Zeit, mag schon sein. Aber Flife ist halt ein Game, das verlangt trotzdem einen gewissen Zeitaufwand. Und wenn man das halt nicht macht, dann muss man halt mit langsameren Fortschritten rechnen. Und ich finde das trotzdem insane. Also du wurdest in Flife noch nie so großzügig behandelt, was jetzt XP-Fortschritte angeht durch die Dailies, wie in Flife Universe. Noch nie. Und solange das noch so ist, dass man diese XP wirklich basically einfach geschenkt bekommt für verhältnismäßig wenig Aufwand, kann man sich da eigentlich nicht wirklich beschweren. Außer man will jetzt halt instant 190 sein und man will super schnell ein super hohes Level erreichen. Klar, so funktioniert das halt nicht, weil du musst die Dailies halt jeden Tag machen. Also die XP sind halt begrenzt, die du pro Tag machst. Es dauert dann halt einfach ein halbes Jahr oder wie lange auch immer. Je nachdem, wie viel du noch zusätzlich halt XP levelst und so weiter und Quests machst. Aber, mein gut. Du kannst halt nicht auf der einen Seite sagen, du willst nicht mal eine Stunde am Tag spielen, du willst nur die Dailies machen und das ist dir fast schon zu viel Aufwand. Und auf der anderen Seite willst du sagen, ja, aber ich will jetzt auch instant Maximallevel erreichen. So. Ich will jetzt auch in einem Monat 190 sein. Ich meine, so funktioniert es halt einfach nicht. Es gibt ein paar Leute, die haben leider so komische Ansichten. Verstehe ich nicht, wie die jemals bei Flife gelandet sind. Weil das Game halt noch nie so war, dass das so leicht ist oder dass das so schnell geht. Aber die meisten wissen, glaube ich, worauf sie sich hier einlassen. Und, akzeptieren das und freuen sich über die Dailies. Das Schwierige ist halt jetzt erstmal 172 zu erreichen mit allen Chars. Vor allem Leute, die vor dem Update noch nicht 165 waren, die haben es jetzt halt ein bisschen schwieriger, bis die mal alle Dailies freigeschaltet haben. Ja, das dauert ein bisschen, da bin ich ja auch gerade dran, mit meinen Chars 172 zu erreichen. Ist nicht so einfach, aber letztendlich selbst das erledigt sich passiv durch die Dailies. Also du hast ja trotzdem Dailies, auch wenn du nicht 172 bist. Es sind halt weniger, du kriegst weniger Prozente. Es fängt halt an mit, keine Ahnung, 2, 4, 6, 8, 10. Muss man halt erstmal freischalten. Aber gut, daran liegt ja dann auch irgendwo der Reiz. Dann will man ja auch wirklich leveln, wenn man weiß, danach kriegt man die XP quasi geschenkt. Wenn man dieses Level 172 erreicht hat, wo man dann eben alles freigeschaltet hat an Dailies. Ich denke, diese Änderung ist aber auch dem Bedarf der Spielerschaft geschuldet. Viele Spiele sind heutzutage so mit Dailies aufgebaut, um Spielern da gerecht zu werden. Mag sein, aber was viele immer wieder vergessen ist, Dailies sind vor allem, also der Hauptzweck aus der Sicht des Spiels ist, dass die Dailies, also die müssen gut sein, weil wenn sie schlecht sind, macht sie ja keiner. Und wenn sie keiner macht, haben Dailies nicht den Reiz, dass du jeden Tag wiederkommst. Oder was heißt den Reiz, aber das Spiel will, dass du jeden Tag wiederkommst und deswegen muss es sich lohnen, weil sonst kommst du nicht jeden Tag wieder.
Und so binden sie dich letztendlich an das Game. Das ist die moderne Spielindustrie letztendlich. Aber hätte man trotzdem anders machen können. Also, dass sie dir in Flive so viel XP schenken, die hätten dir auch irgendwie eine Truhe geben können mit irgendwie Items oder so. Irgendwie eine Itemate Jewel Box oder sowas zum Beispiel. Also, es hätte jetzt nicht zwingend XP sein müssen. Aber ist es halt geworden. Und Penya. Wobei das Penya in Kylon, denke ich, für die meisten nicht so relevant ist wie die XP, weil die XP schon wirklich heftig ist auf dem Level. Aber genauso war es beim Tower letztendlich auch. Erstmal war die XP ultra heftig, über 10% am Tag für gefühlt nichts tun. Also in Flive-Grind gerechnet, gefühlt nichts tun. Und später dann, wo du sagst, du kriegst nur noch 1% pro Tag, XP-technisch lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich. Oder nicht mehr so heftig, dass du dann sagen kannst, naja, aber ich krieg ja auch das Penya. Und dann machst du es halt trotzdem noch, weil du halt beides bekommst. Yeah. Aber da ist Flive Universe schon wirklich fast schon anfängerfreundlich. Also nicht anfängerfreundlich, fast schon. Also für Leute, die halt nicht so sehr auf Hardgrind stehen, trotzdem eine Option. Weil wenn du halt nur Dailies machst, das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also wenn du wirklich jeden Tag online gehst und nichts anderes als Dailies machst und dann wieder offline gehst. Ich meine, was machst du dann eigentlich in dem Game? Wenn du immer nur spielst, wenn du Urlaub hast oder so. Aber kann man ja auch machen, theoretisch. Aber das ist halt, wie gesagt, etwas, was Flive PC nicht hatte. Also im Flive PC, wenn du jeden Tag nicht mal eine Stunde gespielt hast, hättest du ja gleich gar nicht online gehen müssen, weil da hättest du halt nicht wirklich was erreicht. Also Progress machst du in Flive PC in unter einer Stunde oder in einer Stunde ganz sicher nicht. Nicht so wie hier mit den Dailies. Besser geht immer. Ja, aber Flive ist wie gesagt Hardgrind. Also wenn du noch mehr durch Dailies bekommst, dann würde sich die Essenz des Spiels verändern. Außerdem würden wir dann zu so einem Game werden, und solche Games mag ich persönlich eigentlich gar nicht, wo jeder mit quasi überhaupt keinem Aufwand Maximallevel erreicht und dann ist es nur noch dieser Grind. Also wenn der Level-Grind in Flive komplett wegfällt und jeder das Maximallevel einfach geschenkt bekommt, nach 5 Minuten Spielen gefühlt, da bin ich persönlich kein so großer Fan von. Ich meine, dass der Equipment-Grind oder der Geld-Grind in Flive auch stark überwiegt, wie in den meisten Games. Das ist schon gut so, das passt schon. Aber das Leveln sollte trotzdem auch noch ein gewisses Prestige haben. Also, dass in einem oder in 2 Jahren alle Maximallevel sind, das ist halt so. Das ist halt die Natur der Dailies vor allem. Aber eben nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr oder nach 2 Jahren oder whatever und nicht nach einem Monat, wie es in anderen Games vielleicht der Fall wäre. Wo in einem Monat dann einfach alle meine Chars zum Beispiel 190 wären oder so. Ich aber 0 Geld hätte, überhaupt kein Equipment. Das fühlt sich dann einfach nur goofy an. Ich meine, es wird zwar auch so sein in einem Jahr, wenn alle meine Chars oder wann auch immer das sein wird, 190 sind, dann werden die meisten davon auch kein wirklich krasses Equipment haben oder kein wirkliches Equipment. Aber zumindest hat es dann lange gedauert und dass sie kein Equipment haben, ist dann eher eine bewusste Entscheidung und nicht daraus resultierend, dass es so schwierig ist. Sondern weil ich es einfach nicht mache. Weil ich halt andere Chars auch lieber ausrüste oder so. Schön sein, überhaupt jemals eine Truppe für Dailies zusammenzubekommen, Filt. Also momentan suchen ziemlich viele Leute nach Dailies. Kurz nach 0 Uhr shoutet sogar immer einer, dass er RM und Leute für Dailies sucht. Actually.